Hallo, ich bin Sarah. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan. Ich bin im Iran geboren und ich bin seit 2015 in Österreich. Ich habe sehr unterschiedliche oder verschiedene Erfahrungen hier gemacht in meinem ganzen Leben lang bis diesem Punkt, dass ich hier bin. Ich bin im Iran geboren, dort aufgewachsen bis zum 11. oder 12. Jahresleben war ich dort. Dann haben meine Familie entschieden, dass wir uns nach Europa fliegen. Und wir haben natürlich immer dabei Probleme gehabt, damit wir nach Österreich oder andere Länder, die in Europa sein, kommen. Auf dem Weg nach Österreich zu kommen, haben wir sehr verschiedene Erfahrungen, sehr verschiedene Möglichkeiten und Probleme gehabt. Ich habe einmal meine Familie auf dem Weg verloren. Ich habe Angst gehabt als ein Kind, die sich selbst alleine in so einer Situation gefühlt hat und musste stark sein, damit sie seine oder ihre Ziele erreichen kann. Ich war immer stark, ich habe mich selbst immer alleine gefühlt, aber trotzdem, ich habe gewusst, dass ich mich immer mehr konzentrieren muss auf meine Ziele, dass ich irgendwo sein will und muss das erreichen. Das war eigentlich nicht mein Plan, nach Österreich zu kommen, aber ich musste, weil ich dort im Iran nicht nur ich, aber es gibt tausende Leute, tausende Afghanen, die immer noch im Iran leben und tausende Probleme haben. Ich war eine von denen, die dort gelebt hat und das vor ihren Augen gesehen hat, welche Probleme man im Iran gehabt hatte. Und ich wollte eigentlich nicht das gleiche Probleme haben oder bekommen, deswegen hatten meine Familie entschieden, dass wir nach Österreich kommen. Jetzt bin ich in Österreich, ich bin ganz froh, dass ich jetzt eine Identität habe, zu sagen. Ein Papierstück, die im Iran wird es gar nichts gehabt haben. Jetzt habe ich das. Ich habe einen Reisepass von Österreich und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder Mensch das haben sollte auf der Welt. Es gibt tausende Menschen, die in tausende Länder wohnen oder leben, aber sie haben kein Papierstück oder sie haben keinen Reisepass, damit sie sich wohlfühlen können, dass sie irgendwo hinfahren können. Das ist das größte Problem. Und jetzt bin ich ganz froh, weil ich die Möglichkeiten habe, in Österreich in die Schule zu gehen, arbeiten zu können und mich zu verbessern und einen Plan für mein zukünftiges Leben zu machen. Ich als eine Schülerin, ich bin sehr froh, dass ich jetzt für die Matura mich vorbereite. Bald werde ich die Matura schaffen und danach habe ich andere Pläne für mein zukünftiges Leben. Und ich will diese Möglichkeiten und Schwierigkeiten, die ich selber gehabt habe, nicht wieder in mein zukünftiges Leben zu erleben. Auch wenn ich eines Tages heiraten würde, das Problem werde ich nicht, dass meine Kinder das bekommen oder erleben. Und als letztes Wort will ich euch sagen, dass Zeit ist Gold, verschwindet eure Zeit nicht und versucht eure Träume zu verfolgen.